Kennst du das? Du kennst viele Wörter, aber im Café stockst du plötzlich? Oder im Büro willst du was sagen, und der Satz kommt irgendwie nicht raus? Heute zeigen wir dir genau, welche Tools uns wirklich geholfen haben und wie du sie für echte Gespräche im Alltag nutzt. Also im Café, im Büro und bei Freunden auf B1-Niveau. Und keine Sorge, das wird nicht nur eine Liste mit Apps. Wir sagen dir konkret, wie du damit übst, was gut klappt und was eher Zeit frisst. Am Ende hast du, ja, einfach einen kleinen Plan für jeden Tag. Hey und schön, dass ihr da seid. Und zum Üben später. Die ganze Lektion ist bei Vocably. So, fangen wir an. Tool Nummer 1, das bei mir am meisten gebracht hat, sind Podcasts, aber mit System. Ja, ich nehme oft den Easy German Podcast oder Nachrichten in einfacher Sprache. Ich höre erst normal, dann nochmal langsamer, und ich pausiere viel. Dann spreche ich Sätze nach, so 1:1, das nennt man Shadowing, also Schattensprechen. Genau, Shadowing klingt fancy, ist aber total simpel. Du hörst einen kurzen Satz und sprichst ihn sofort nach, mit gleicher Betonung. Ich mache das so 10 Minuten am Morgen und ich merke echt, wie die Sätze im Mund leichter werden. Das hilft mir dann, wenn ich spontan antworten muss. Tool Nummer 2 ist für mich Anki, also digitale Karteikarten. Aber ich lerne keine einzelnen Wörter, sondern ganze kleine Bausteine, sogenannte Chunks, wie ich hätte gern oder könnten Sie mir bitte. Das macht die Sätze automatisch natürlicher, und ja, man klingt gleich sicherer. Lass uns das kurz üben, so mini, okay? Ich bin Kellner, du bist Gast, und du nutzt einfach deinen Chunk. Bereit? Los geht's. Hallo, ich hätte gern einen Cappuccino und ein stilles Wasser, bitte. Und, haben Sie auch Hafermilch? Wenn ja, dann mit Hafermilch, danke. Sehr gut. Und genau da sieht man. Ich hätte gern, kommt automatisch, und du stolperst nicht bei der Form. Viele lernen nur Cappuccino. Aber der Satz davor macht den Unterschied. Mit Anki kannst du solche Sätze öfter wiederholen, bis sie einfach kommen. Tool Nummer 3 ist ein Klassiker, aber, na ja, auch ein bisschen umstritten, Duolingo. Ich sag mal so, wenn man schlau nutzt, ist es super für Routine und schnelle Wiederholung. Ich mache dort nur kleine Einheiten, danach übe ich die Sätze laut, und ich schreibe mir gute Phrasen in Anki. Dann ist es nicht nur ich esse Brot, sondern echte Sprache. Ja, und lass dich nicht von dem grünen Vogel stressen, echt jetzt. Eine Streak ist nett, aber wichtiger ist, dass du Sätze später wirklich benutzt. Ich finde, Duolingo ist ein Starter, aber sprechen übst du dann mit Podcast, Shadowing, Sprachnachrichten oder mit Menschen. Tool Nummer 4, die Angebote von Deutsche Welle, also Nikos Weg oder Top-Thema mit Vokabeln. Das Tolle ist, du hast kurze Texte, Audio und dann Erklärungen, aber halt in einfacher Sprache. Und du bekommst Kontext, also wann man eine Form wirklich sagt. Und weil viele nach Videos fragen. Mir hilft es, Serien oder YouTube-Videos mit deutschen Untertiteln zu schauen und dann Szenen zu stoppen. Ich wiederhole 1 bis 2 Sätze, schreibe mir einen raus und nutze ihn später im Gespräch. Das ist wie Mini-Training, aber direkt aus echtem Material. Tool Nummer 5 ist etwas, das viele unterschätzen, Social Media, aber aktiv. Also nicht nur scrollen, sondern kommentieren mit einem kurzen, freundlichen Satz, zum Beispiel das sehe ich auch so, oder interessanter Punkt. Speichere dir gute Kommentare als Vorlage, und ja, nutze sie später wieder. Ganz wichtig, viele lernen nur Vokabeln ohne Beispiel. Das führt schnell zu komischen Sätzen, oder die Wörter wirken viel zu formell. Deshalb suche ich immer ein Beispiel im Duden oder ich schaue in einem Online-Beispielwörterbuch nach und ich speichere mir den ganzen Satz.
So treffe ich eher den Ton, den Leute täglich benutzen. Minicheck zwischendurch. Erinnerst du dich, was Shadowing bedeutet? Genau, Sätze sofort nachsprechen, mit gleicher Betonung. Und wozu ist das gut? Damit spontane Antworten im Alltag leichter kommen, zum Beispiel an der Kasse oder im Café. Sehr gut, weiter. Tool Nummer 6 ist für mich ein Tandem, also ein Sprachaustausch. Ich habe klare Regeln mit meinem Partner. Erst 5 Minuten Deutsch, dann 5 Minuten seine Sprache, alle Korrekturen nur kurz und freundlich. Das macht das Gespräch entspannt und ich trau mich mehr. Wollen wir mal so tun, wir planen ein Tandemtreffen per Chat? Du schreibst kurz, und ich antworte, okay? Zeig mal, wie du um Korrektur bittest, aber nett und einfach. Hey Lisa, hast du morgen Zeit für einen kurzen Sprachtausch? 15 Minuten Deutsch für mich, dann helfe ich dir mit Englisch, passt das? Korrigier mich gern knapp, zum Beispiel mit dem richtigen Satz darunter. Klingt gut. Morgen um 2:30? Und Mini-Korrektur, Sprachaustausch statt Sprachtausch. Sonst alles top. Ich freue mich. Siehst du, so kurze Korrekturen sind super. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und man merkt sich das Wort, weil es direkt in der echten Nachricht steckt. Tool Nummer 7 ist so simpel, dass Mo oft vergisst, Sprachnachrichten an dich selbst. Ich nehme mir jeden Tag 3 Minuten, erzähle, was ich mache, und höre mich dann, ein bisschen kritisch an. Da höre ich sofort, ob die Endungen passen oder ob die Betonung komisch ist. Oh ja, und wenn was holpert, schreibe ich genau diesen Satz in Anki, aber mit Lücke. Dann wiederhole ich ihn ein paar Mal, bis er sitzt. Das fühlt sich mini an, aber die Wirkung ist ziemlich groß. Kurz zu den häufigen Fehlern. Viele packen das Verb im Nebensatz an die falsche Stelle. Ein kleines Tool dafür ist ein Signalwortzettel am Schreibtisch, mit Wörtern wie weil, das oder wenn. Dann baust du Übungssätze wie, ich komme später, weil ich noch arbeiten muss, so festigt sich das Muster. Und wenn du Texte liest, hilft mir ein Browser-Tool, das Vokabeln speichert und Beispiele sammelt. Aber auch ohne Tool geht's. Lies kurz, markier einen Satz, sprich ihn laut, fertig. Wichtig ist, dass du nicht nur verstehst, sondern aktiv baust. Ich will kurz eine echte Szene erzählen, die zeigt, warum solche Bausteine helfen. Einmal habe ich mutig eine Kebab bestellt, und alle haben gelacht, freundlich, aber trotzdem. Danach habe ich mir einen Döner, bitte, als Chunk gespeichert und 3-mal laut geübt. Seitdem sitzt es, und ich fühle mich in Imbissen sicherer. Das ist genau der Punkt. Fehler sind Feedback, nicht Drama. Ich sag mir dann, cool, wieder ein richtiger Satz mehr im Kopf. Und ja, dieses Mindset ist auch ein Tool. Es macht dich lockerer und du sprichst öfter. Noch ein Wort zum Duolingo-Streit, den man online oft sieht. Manche sagen, man wird damit fließend, andere finden's sinnlos. Ich sag, nutze es für Routine und als Warm-up, aber hol dir echte Sätze aus Podcasts, Videos, Tandem. Dann arbeitet das alles zusammen. Magst du noch ein kurzes Rollenbeispiel für Social Media? Ich poste was, du kommentierst in Deutsch, kurz und freundlich. Das ist klein, aber trainiert echtes Schreiben. Okay, dein Post ist ein Foto vom See. Mein Kommentar sieht total schön aus. Hast du da oft Ruhe zum Lesen? Das sind 2 einfache Sätze, aber sie klingen natürlich und laden zum Antworten ein. Perfekt. Und so ein Kommentar ist ein super Chunk-Paket. Sieht total schön aus, kannst du überall nutzen. Speichere dir den Satz und du hast gleich etwas für die nächste Smalltalk-Situation. Lass uns das Ganze mal in einen kleinen Tagesplan gießen.
Zum Beispiel, morgens 10 Minuten Podcast Shadowing, mittags 5 Minuten Anki mit Jungs, abends 3 Minuten Sprachnachricht. Und irgendwann am Tag ein Mini-Kommentar auf Social Media oder eine kurze Tandem-Nachricht. Klingt machbar, oder? Wichtig ist die Regelmäßigkeit, nicht die Länge. Kleine, echte Wiederholungen bringen dich schneller zu flüssigen Sätzen als seltene, riesige Lernblöcke. Noch ein Tipp, wenn du mit Untertiteln lernst, lies erst mit Untertiteln, dann schau die Szene ohne und sag 1 bis 2 Sätze laut nach. Dieses Wechseln trainiert Verstehen und Sprechen gleichzeitig. Es ist simpel, aber hartnäckig wirksam. Und beim Nachschlagen, bitte checke immer ein Beispiel, nicht nur die Übersetzung. Wörterbücher mit Beispielen oder echte Sätze aus Artikeln sind Gold wert. So vermeidest du zu formelle Wörter in einer lockeren Situation. Jetzt noch eine Frage an euch. Welches Tool hat euch am meisten geholfen und wie nutzt ihr es konkret im Alltag? Seid ihr Team Podcast, Team Anki oder eher Social Media? Und, na ja, wie steht ihr zur Duolingo-Debatte? Hilft es euch oder nicht? Wie versprochen, noch der kleine Warmtipp zum Schluss. Die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist kostenlos auf Vocably. Schaut einfach in die Beschreibung. Da könnt ihr alles nachhören und direkt üben. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.